Hallo und herzlich willkommen im Light Novel Dungeon. Ich bin Stefan und heute habe ich mal wieder eine Review zu einer deutschen Light Novel für euch. Diese spielt an der St. Claus Academy, eine Akademie für die Reichsten der Reichen mitten im Botnischen Meerbusen. Dies ist eine Seeregion zwischen Schweden und Finnland. Eine ganz normale Schule mit ein paar exotischen Clubs. Darunter auch der sagenumwobene Superclub, der eigentlich nur der Spa-Club des Campus ist. Erfahrt in dieser Review mehr über die komödiantische Magical Boy Light Novel Sweet Sweat Swoop aus dem Hause Catmint. Ein kleiner Disclaimer vorneweg: Der Light Novel Dungeon und auch unsere Freunde vom Light Novel Club Deutschland haben sich an der Finanzierung dieses Buches über eine Start Next Kampagne beteiligt. Als Belohnung für die Unterstützung erhielten wir eine Werbekarte, die den ersten 2 Auflagen des Buches beigelegt wird. Einen Einfluss auf die Review nimmt das selbstverständlich nicht. Allgemeine Information: Hier vor uns haben wir ein Buch des österreichischen Verlages Catmint, der sich vor allem für illustrative Bücher aller Art auszeichnet. Unter anderem hat der Verlag auch die ein oder andere Light Novel im Angebot. Seit neuestem auch Sweet Sweat Swoop. Das Buch wurde mit Hilfe einer Start Next Kampagne finanziert. Und genau diese Version möchte ich euch in dieser Review vorstellen. Im Paket dieser speziellen Ausgabe erwartet euch das folgende. In der Mitte seht ihr das Cover des Buches. Links davon ist die Werbekarte für den Light Novel Dungeon, die den ersten beiden Auflagen beilegen wird, und auf der rechten Seite seht ihr die Dankeskarte für all die, die die Start Next Kampagne unterstützt haben. Inhaltlich ist diese Fassung identisch mit jener, die ihr bei Catmint erstellen könnt. Geschrieben wurde diese Magical Boy Light Novel von Anne Azusa, die auch den Buchsatz und die Gestaltung übernommen hat. Die zahlreichen Illustrationen im Buch stammen von Nanaya. Eine englische Fassung ist ebenfalls geplant, einen genauen Release-Termin kann ich euch allerdings nicht nennen. Offizielle Beschreibung: Die offizielle Beschreibung des Verlags Catmint sagt euch das folgende zum Buch. Taro hat schon immer davon geträumt, ein Superheld zu werden und schreibt sich, nachdem er die Aufnahmeprüfung für die Oberschule wortwörtlich verkackt hat, an der St. Claus Academy im Nirgendwo von Nordeuropa ein. Der dortige Super-Club entpuppt sich als falsch übersetzter Spa-Club, der aus 4 stinkreichen Saunagängern besteht. Zum Glück hat Taro eine besondere Flasche Saunaessenz, mit der jeder noch so absurde Wunsch wahr wird. Nun heißt es saunieren oder blamieren. Die Charaktere: Wie ihr es ja schon gewohnt seid, möchte ich euch hier die Hauptcharaktere einmal näher vorstellen. Diesmal sind es 5 an der Zahl. Taro Yamada: Ein Japaner, der sich an der St. Claus Academy eingeschrieben hat, um dem sagenumwobenen Superclub beizutreten. Er ist 15 Jahre alt und liebt Superhelden und Gummibärchen. Was er nicht ausstehen kann, sind kalte Klobrillen und scharfes Essen. Sein Heldenname ist Sakura Infuser und seine Farbe ist Magenta. Anders Andersen: Einer der Mitschüler von Taro und geboren in Dänemark. Er ist ein Mitglied des Spa-Clubs, 16 Jahre alt und liebt Mode und Social Media. Er hasst Unruhe und Weintrauben. Sein Heldenname ist Spruce Infuser und seine Farbe ist Cyan. John Doe: Ein weiterer von Taros Mitschülern und geboren in den USA. Er ist ebenfalls Mitglied des Spa-Clubs und 17 Jahre alt. Er liebt Kochen, Backen und Badelatschen. Er hasst Socken und Käse. Sein Heldenname ist Mescal Infuser und seine Farbe ist Gelb. Tauno Tallinen: Ebenfalls einer von Taros Mitschülern und auch Mitglied des Spa-Clubs. Er ist 17 Jahre alt und stammt aus Finnland. Er liebt Metal und Texte schreiben. Was er nicht mag, sind Rapmusik und Kürbissuppe. Sein Heldenname ist Metal Infuser und seine Farbe ist Schwarz. Ivan Ivanovich Ivanon: Taros Mitschüler, Mitglied des Schülerrats und auch Mitglied des Spa-Clubs. Er stammt aus Russland und ist 16 Jahre alt. Er liebt Regeln und Kraftsport, hasst allerdings Daily Soaps und Aale. Sein Heldenname ist Tundra Infuser und seine Farbe ist weiß. Meine Meinung zu Sweet Sweat Swoop: Wenn ein Buch schon auf den ersten paar Seiten mit Flatulenzen oder umgangssprachlich auch Blähungen genannt beschäftigt, dann wisst ihr sicher, wo die Reise hingeht. Anne Azusa hat in diesem Buch sehr viele verschiedene Einflüsse zu einer witzigen Komödie mit magischen Jungs verarbeitet. Dabei sind typische Light Novel Klischees, popkulturelle Referenzen, Vorurteile und Klischees über allerhand Kulturen und auch ein paar sexuelle Anspielungen, die meinen inneren kleinen Jungen immer noch kichern lassen, mit dabei. Man könnte das Ganze also als
Light Novel mit europäischem Flair bezeichnen. Das Buch nimmt sich ansonsten einfach gar nicht ernst und will den Leser einfach nur unterhalten. Das Ganze geht dabei sogar so weit, dass unsere 5 Helden allesamt einen länderspezifischen Platzhalternamen haben. Ein Äquivalent zum deutschen Max Mustermann sozusagen. Auch die anderen Charaktere, einschließlich unserer Bösewichte der Woche, blieben von den dämlichen, aber irgendwie doch lustigen Namen nicht verschont. Einer der Mitschüler, ein völliger Durchschnittstyp, heißt doch ernsthaft Peter Platzhalter. Der Schreibstil ist durchaus anders, als man ihn von den Übersetzungen der japanischen Light Novels gewohnt ist. Es ist einfach europäischer im Stil, aber ein paar Sachen aus den japanischen Romanen leiht sich Anne Azusa dann aber doch aus. Wie man es aus anderen Light Novels kennt, ist auch sie sehr bildhaft in ihren Beschreibungen mit Vergleichen und ähnlichem. Auch scheint ihr kein Klischee zu blöd, kein Witz zu abgeranzt. Manchmal musste ich auch mit den Augen rollen wegen den offensichtlichen Referenzen, was das Ganze allerdings nicht weniger lustig machte. Insgesamt sieht man der Novel durchweg den europäischen Charme an und dies sieht man auch darin, dass sich die Autorin manchmal eines etwas salopperen Schreibstils für die Dialoge erlaubt, was aber gut passt. So wirken die Charaktere weniger, als hätten sie einen Stock im Arsch. Wir sind hier in Europa ja durchaus weniger zurückhaltend als die Asiaten. Auch sieht man darin einen schönen Kontrast zwischen dem Japaner Taro und den anderen 4 Jungs. Das Buch macht dabei dem Magical Girl, Magical Boy Genre alle Ehre. Ähnlich wie bei den Vorbildern Sailor Moon oder Cardcaptor Sakura baut sich dieses Buch sehr episodisch auf, nur eben mit Jungs statt Mädchen in der Hauptrolle. Das bedeutet, dass sich unsere 5 tapferen Helden wie in einem Sonntagmorgen-Cartoon in jedem Kapitel dem Bösewicht der Woche und seiner merkwürdigen Gerätschaft stellen müssen. Das Ganze klingt jetzt allerdings tatsächlich etwas ernster, als es ist. Denn auch die Bösewichte und ihre Geräte mit E-Nummern, die uns in diesem Buch erwarten, sind einfach eine Lachnummer. Aber im guten Sinne. Wie wäre es zum Beispiel mit einem kleinen Elfen, der in einem Kopiererpanzer mit dem wohlklingenden Namen E171 sitzt, der nur krumm gedruckte Seiten verschießt? Einfach sehr abgehoben und merkwürdig, aber auf eine erfrischende Art und Weise. Auch andere Dinge aus dem Magical Girl Genre sind hier gut umgesetzt, mit all dem Kitsch, der zu so einer Serie dazugehört. So bekommt ihr natürlich eine ausführliche Verwandlungsszene unserer Magical Boys serviert und natürlich geben unsere 5 Helden dem Bösen gleich noch ein paar Sprüche mit dazu passender Choreografie zum Besten. Was auch nicht fehlen darf, ist die obligatorische Macht der Freundschaft, um dem Bösen den Garaus zu machen, auch wenn diese etwas anders funktioniert, als ihr jetzt vielleicht denkt. Natürlich haben alle unsere Helden, wie es sich für das Genre gehört, auch alle ihre eigene Farbe und einen Heldennamen. Allerdings muss ich leider zugeben, so sehr ich versucht habe, mich in dieses Buch einzufinden, irgendwie hat es mich nicht ganz abgeholt, was vermutlich aber mehr an mir liegt als am Buch selbst. Ich bin ja generell nicht im Genre der Magical Girls oder in diesem Fall eben Magical Boys zu Hause. Ich mag abgefahrene Fantasy einfach lieber. Über einige der Witze und die lächerliche Prämisse habe ich dennoch gut lachen können, aber das war für mich auch alles. Ich habe beim Lesen einfach gemerkt, dass ich einfach nicht in die Zielgruppe dieses Buches hineinpasse. Vielleicht lag es auch daran, dass ich zu viel von diesem Buch auf einem Schlag gelesen habe? Ganz sicher bin ich mir nicht. Vielleicht liest sich das Buch interessanter, wenn man nicht alle 4 Kapitel hintereinander liest und zwischen den Kapiteln eine Pause macht. Wie zuvor erwähnt, läuft das Buch sehr episodisch ab, was es für mich etwas unspektakulär macht, da diese Formel zu Wiederholungen neigt. Zusammen mit der eher mageren Action der Magical Boy Momente war es etwas zu wenig für meinen Geschmack. Ich glaube allerdings auch, dass dieses Buch seinen Fokus nicht ohne Grund eher in der Comedy hat. Der charmante, abgedrehte Humor hat das Buch für mich einigermaßen gerettet. Als ein Page-Turner will ich mein Erlebnis aber auch nicht beschreiben. Das hat aber auch den Vorteil, dass man das Buch nach jedem Kapitel entspannt zur Seite legen kann. Um euch ein hoffentlich ausgewogenes Bild dazu zu vermitteln, habe ich schnell den Kollegen Dave an Bord geholt und seine Meinung dazu eingeholt. Er schrieb: Gut, ich bin jetzt alles andere als eine Magical Girl Koryphäe, aber als jemand, der alle 70 Episoden von Cardcaptor Sakura gesehen hat, kann ich das, was Stefan sagt, voll und ganz unterstreichen. Sweet Sweat Swoop ist ein Buch für Magical Girl Fans von einem Magical Girl Fan und man muss schon ein klitzekleines bisschen bewandert in dieser Art Unterhaltungsmedium sein, um das Ganze voll und ganz genießen zu können. Außerdem muss man eine hohe Toleranz für Furz- und Peniswitze haben.
Danke für diesen Kommentar, Dave. Was ich an dieser Stelle noch positiv hervorheben möchte, ist das qualitativ sehr gute Taschenbuch und die sehr gut zum Buch passenden Illustrationen durch Nanaya. Das Buch kommt als standardmäßiges Softcover daher, glänzendes Cover, mattes, leicht raues Recyclingpapier für den Inhalt. Eigentlich nichts allzu Besonderes, aber bei einem so kleinen Verlag nicht selbstverständlich. Das Papier ist im Übrigen etwas weniger weiß als beispielsweise bei Ultraverse. Am ehesten kann man die Farbe mit der Farbe der englischen Publisher vergleichen. Auch gefällt mir sehr gut, dass man hier auf dickeres Papier sitzt, um das Durchdrücken von Illustrationen und Schrift zu verhindern. Beim Buchsatz und der Korrektur wurde bei diesem Buch auch ganze Arbeit geleistet und kann hier sogar größere Verlage wie Ultraverse übertreffen. Die Rechtschreibung in diesem Band war ausgezeichnet. Es ist schön, mal sagen zu können, dass ich in einer deutschen Veröffentlichung mal keine Rechtschreibfehler zu bemängeln habe. Macht bitte genauso weiter. Zu den Illustrationen im Buch lässt sich sagen, dass Nanaya hier sehr gute Illustrationen abgeliefert hat. Und vor allem gibt es vergleichsweise viele davon. Euch erwarten in diesem Band insgesamt 12 farbige Illustrationen, 11 davon am Ende und eine zu Beginn des Buches. Dazu kommen noch 10 schwarz-weiß Illustrationen sowie ein paar Chibi-Porträts am Ende jedes Kapitels. Alle haben sie einen zum Buch passenden Stil und unterstreichen, dass sich das Buch eher an Shoujo-Fans richtet, als an Leute wie mich, die damit eher weniger anzufangen wissen. Fazit: Das Buch hinterließ mich nach dem Lesen mit sehr gemischten Gefühlen, was es mir tatsächlich sehr schwer gemacht hat, diese Review zu schreiben. Selten habe ich mir so lange zu einem Buch den Kopf zerbrochen, was ich denn jetzt dazu schreiben soll. Vielleicht liegt es allerdings auch daran, dass ich nicht zwingend in die Zielgruppe hineinpasse, die dieses Buch anpeilt. Sicher kann dieses Buch seine Stärken bei seiner wahren Zielgruppe viel besser entfalten als bei mir. Diese dürfte vor allem eher weiblich und oder bereits ein Fan von Magical Girl Geschichten sein. Die Magical Girl, ich meine Magical Boy Elemente, wurden konsequent in die Geschichte eingearbeitet und das Ganze ist mit all dem genreüblichen Kitsch ausgestattet, den man sich als Fan des Genres wohl nur wünschen kann. Dazu kommt ein bisschen europäischer Flair und ein etwas abgedrehter, aber dennoch lustiger Humor, der sich durch das gesamte Buch zieht. Ein guter Buchsatz, eine tolle Rechtschreibung und der hervorragende Print sowie die schönen und passenden Illustrationen runden das Gesamtpaket ab. Das Buch könnt ihr direkt bei Catmint zu einem Preis von 12,80 € erwerben. Für das, was ihr hier bekommt, braucht sich dieses Buch dann auch bei dem Preis nicht zu verstecken. Für den Versand fallen bei Catmint allerdings noch 6 € extra an. Alternativ, wenn ihr ein paar Euro sparen möchtet, könnt ihr das Buch über Amazon sowie den Freibeuter Shop bestellen. Der Versand dürfte dort günstiger sein. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr euch vielleicht noch die Podcast-Folge anhören würdet, die ich zusammen mit Anne Azusa aufgenommen habe. Diese dürfte bereits erschienen sein. Schaltet auch das nächste Mal beim Light Novel Dungeon wieder ein. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben und wenn ihr kein neues Video mehr verpassen wollt, abonniert den Light Novel Dungeon und haut auf die Glocke, so verpasst ihr kein neues Video mehr. Wir sehen uns dann in der nächsten Review des Light Novel Dungeons. Bis dahin, tschüss!